Guter Wein muss nicht teuer sein. Mit dieser Überzeugung hat mein heutiger Gast nicht nur ein Unternehmen aufgebaut. Er ist Master of Wine und hat sich über Jahrzehnte als der Weinkenner der Schweiz einen Namen gemacht. Ich freue mich sehr, dass ich heute im Flashtag den Philipp Schwander zu Gast habe. Herzlich willkommen, Philipp. Hoi, Melanie. Schön, dass ich da sein heute bei dir. Deine Erfolgsstory im Wein hat ca. 2003 angefangen mit der Gründung des eigenen Weinhandels der Selektion Schwander. Ich habe neu gelesen, dass du aber bereits mit 16 deinen ersten seriösen Weinkauf gemacht hast. Wie ist das bei dir? Ist die Passion zum Wein schon in die Wiege gelegt worden? Oder wann ist das bei dir? Ja, mit 16 ist das losgegangen. Da bin ich zuerst mal allein in die Ferien mit einem Freund. Und dann hat sie es mit dem Interrail, wenn er nicht Auto fahren konnte, hat sie es auf Bordeaux verschlagen. Auf Bordeaux? Okay. Ja, ja. Und dann bist du gerade als erstes einen Wein geholt? Ja, wir haben dann per Zufall ein bisschen Wein getrunken und das hat mich fasziniert. Und das ist dann mein Hobby geworden und das ist heute noch mein Hobby. Und das hat dich nicht losgelassen? Nein. Hast du aus dieser Zeit, gerade mit 16, von dem Bordeaux, hast du den noch? Oder ist alles weggetrunken worden? Ich habe dann mit 17 habe ich eine Kiste La Mission Aubryon 81 subskribiert. Ja. Ein Freund von mir hat mir dann ein paar Jahre später gesagt, er hätte schon immer den leichten Verdacht gehabt, dass ich einen Flick weg hätte. Aber als ich dann die Kiste subskribiert habe mit 17, da sei der Verdacht zur Gewissheit geworden. Alles klar. Lass uns doch ein bisschen darüber reden. Jetzt hast du schon so früh Wein gekauft und es gibt Leute, die machen das mit Absicht. Die gehen Wein kaufen, weil sie in Wein investieren möchten, als Anlage. Jetzt meine Frage an dich. Über all die Jahrzehnte hast du so viel Wissen angesammelt. Wenn ich in Wein investieren möchte, was ist da wichtiger? Die Nase für den Wein, für den Geschmack? Oder muss ich mich vor allem einfach beim Weinmarkt auskennen? Da musst du dich in erster Linie beim Weinmarkt auskennen. Es bringt nichts, wenn du ein guter Verkoster bist. Du musst wissen, welche Marken respektive welche Weingüter gesucht sind, welche Jahrgänge besonders gefragt sind und so weiter. Also da gibt es recht viel zum Wissen. Es ist natürlich schön, wenn du gut im Degustieren bist und du auch noch Freude hast an dem Produkt. Aber wenn es rein ums Investieren geht, musst du eigentlich wissen, wie der Weinmarkt läuft. Also grundsätzlich weiss ich, wie das funktioniert. Ist es eine gute Idee, Wein anzulegen? Ich würde es nicht empfehlen, in Wein anzulegen. Und das warum nicht? Du bist so ein passionierter Wein. Es ist sehr ein heikles Gebiet, wirklich. Und also, bis man mal die richtigen Weine herausfindet, dauert es eine Weile. Dann ist vor allem das Problem die Weine, die mit Sicherheit im Wert steigen. Die berühmtesten Weine aus den besten Jahrgängen, die kommst du kaum über. Ja. Du kannst zwar Mouton Rothschild 1985 kaufen, aber der gesuchte 82 oder 86 ist dann sehr schwierig, zu einem vernünftigen Preis zu kaufen. Und dann ist eigentlich schon wieder die Marge dahin, oder? Und eben, wenn du einen mittelmäßigen Jahrgang 2012, 2014 einkaufst, dann gibt es eigentlich kaum einen Wertzuwachs, eher einen Wertverlust, oder? Und wie viel spielt dort auch noch ein bisschen das Glück mit? Also, dass man im Vorfeld, bevor man noch weiss, wie gut das ein Jahrgang eventuell rauskommt, dass man dort schon zuschlägt und halt einfach auch mal Glück hat? Also ich denke, bis 1995, allerspätestens bis 2000, hat man können, als privater Konsument, wenn man Bordeaux subskribiert hat, regelmäßig, da hat es einfach einen Wertzuwachs gegeben, oder? Da hat man gar nicht viel falsch machen. Nachher war dann das Problem gewesen, dass die Bordeaux-Subskriptionspreise so hoch sind, dass eigentlich fast kein Wertzuwachs mehr nachher gegeben hat. Und wie gesagt, dann sind die Preise noch weiter rauf, dann sind die Chinesen gekommen und im Moment ist der Markt eigentlich extrem hoch und jetzt zum Investieren wäre eigentlich völlig unvernünftig. Ich habe aber dennoch gelesen, dass der Umsatz um die 5 Milliarden pro Jahr ist. Hast du das Gefühl, das ist ein Markt, der noch mehr wächst, oder ist das der Wein so der Zenit erreicht von der Grösse des Weinmarkts? Also der Luxus-Weinmarkt kann ich mir schon vorstellen, dass der noch mehr wächst, ja. Oder? Wobei im Moment wird er sicher nicht wachsen. Alle Zeichen stehen auf Sturm und Burgunder sinken massiv im Preis. Bordeaux haben Probleme gehabt, den 23er loszuwerden. Also jetzt sollte man wirklich nicht in Wein investieren. Jetzt muss man warten. Jetzt muss man die Preise kommen jetzt mal oben runter. Die Preise sind eigentlich viel zu hoch gewesen.
Ist für dich Wein in dem Sinn, also kannst du das nachvollziehen, dass das ein Investitions- oder ein Luxusgut ist? Oder sagst du, also bitte, es ist ein Genussmittel. Können wir uns wieder auf den Kern des Produkts konzentrieren? Wie ist das bei dir? Also Wein hat verschiedene Funktionen. Lange Zeit war Wein einfach ein Getränk gewesen, wie ein Nahrungsmittel. Man hat zum Essen hat man auch Wein getrunken, oder? Überall in den Mittelmeerländern und so. Und dann für gewisse Leute ist es zum Genussmittel geworden, eben die erlesenen, speziellen Weine. Das ist auch das, was den Wein spannend macht. Es ist dann nicht ein Getränk, sondern eben ein Genussmittel. Und dann eben in der neueren Zeit ist es dann teilweise immer mehr zum Investitionsgut geworden. Und das hat durchaus seine Berechtigung. Aber ich finde es auf eine Art ein bisschen schade, dass dann zum Beispiel gerade Burgunder, die so wunderbar sind, die ich früher noch 10-mal günstiger einkaufen konnte, dass eigentlich der richtige Weinliebhaber, der die Weine gerne hat und auch gerne trinken würde, der kommt gar nicht mehr dazu, die zu kaufen. Und die anderen, die kaufen, die lassen den irgendwo in einem Keller verschwinden. Und bloß nicht öffnen. Und dann vielleicht einmal, und dann vielleicht mal ein bisschen teurer zu verkaufen. Aber da hast du ja mit der Selektion Schwander uns eigentlich einen Ausweg geboten, dass man eben auch guten Wein bekommt, der kostengünstiger ist in diesem Moment. Hast du, wenn du das so anschaust, jetzt hast du gerade beschrieben, wie teuer das ein Wein sein kann, der sehr gut ist. Hast du manchmal ein bisschen ein Ambivalenzgefühl zu dem, was ist jetzt einfach der Name von etwas und was hat wirklich einen Wert? Ja, es ist natürlich so, jetzt die ganz berühmten Weine, das hat das im Grund, weshalb die so berühmt sind, die sind wirklich ausgezeichnet. Ja. Aber die sind natürlich niemals so viel besser, wie es mehr kostet. Ja. Das ist wie bei einer Briefmarke, bei einer seltenen. Die Nachfrage macht den Preis, oder? Und wenn die ganze Welt Romanée-Conti will und 5000 Flaschen jährlich hergestellt werden, dann steigt der Preis halt ins Unermessliche, oder? Das ist ein bisschen das Problem. Und es gibt natürlich Leute, denen spielt das nicht so eine Rolle, respektive für die ist das wichtig, prestigeträchtig, wenn sie so einen Wein servieren können. Aber der Wein ist natürlich nie so viel besser wie jetzt ein anderer Burgunder. Im Verhältnis, ja. Jetzt haben wir gerade über die 5000 Flaschen geredet, die da pro Jahr kommen, jetzt in diesem Fall, oder? Plötzlich sind 7000 Flaschen auf dem Markt. Kannst du dazu etwas sagen? Gut, die berühmten Weine aus den berühmtesten Jahrgängen, da geht man von einer recht hohen Fälschungszahl aus, also etwa 20% rechnet man damit, dass jetzt von den berühmtesten Weinen, die berühmtesten Jahrgänge, dass einfach sehr viel gefälscht sind. Gerade bei den älteren Weinen haben die Produzenten natürlich noch keine Sicherheitsvorkehrungen gehabt. Wenn du da schaust, so eine Flasche Petrus 61, das kannst du im normalen Offsetdruck, kannst du das im Prinzip nachdrucken und dann die Etikette ein bisschen älter machen. Die neueren haben relativ viele Sicherheitsmechanismen drin, aber die älteren kannst du eigentlich relativ leicht fälschen, oder? Und viele Leute, sind wir ehrlich, wenn sie dann so einen gefälschten Wein trinken, die merken gar nicht, dass sie einen gefälschten Wein trinken. Würdest du das merken? Ich vermute, also bis jetzt habe ich es eigentlich noch immer gemerkt. Ja. Gut, so genau kann man es dann nicht wissen. Reinlegen kannst du jeden, oder? Und jetzt ist unsere Gesellschaft ja im Moment recht im Wandel. Also wir wissen, dass jedes Jahr ein bisschen weniger Alkohol konsumiert wird. Es gibt so ein bisschen Gesundheitsgesellschaft. Ist alkoholfreier Wein im Moment noch eher ein relativ stilles Thema? Kann sein, dass sie besser werden in der Produktion? Ist das eine Produktart, die dich interessiert? Oder sagst du, ja, das soll jemand anders machen, ich bleibe bei den alkoholischen Wein? Also wir verfolgen es natürlich regelmäßig. Ich degustiere auch regelmäßig alkoholfreie Wein. Ja. Und bis jetzt ist mir noch kein alkoholfreier Wein begegnet, den ich mit reinem Gewissen könnte empfehlen. Es ist halt der Alkohol im Wein, oder 12 bis 14 Volumenprozent. Das ist ein relativ hoher Anteil. Das ist wie das Fett in der Bratwurst. Ja, wenn man Bratwurst ohne Fett macht, dann wird es halt schwierig. Und bis jetzt ist es so, dass ich muss sagen, wenn einer alkoholfrei trinken will, fährt er eigentlich besser, wenn er keinen alkoholfreien Wein trinkt, sondern einen gespritzten Äpfelsaft oder so. Das schmeckt nämlich wirklich gut, ist auch viel billiger. Ja. Und die alkoholfreien Weine sind, also das, was ich bis jetzt probiert habe, sind nicht wirklich gut. Ist wie, wenn einer kein Fleisch essen will, finde ich sinnvoller, dass er dann halt einen Gemüseauflauf oder sonst irgendetwas isst. Eine Fleischimitation ist letztlich nie dann so etwas Befriedigendes. Und beim Wein ist es noch extremer. Also, ich habe einen Bekannten, der ist jetzt dran, am alkoholfreien Rotwein machen. Und der ist tatsächlich nicht schlecht.
Also nein, nicht alkoholfrei, alkoholreduziert. Ja. Der hat nur 6 Volumenprozent. Auch sehr interessant. Das Problem ist aber, er muss etwa 30-40 Gramm Restzucker aufbauen im Wein. Das heisst, man hat zwar keinen Alkohol, hat aber wahnsinnig viel Zucker drin. Und dann geht der Schuss auch wieder hinten raus. Oder? Aber bleiben wir trotzdem noch mal beim alkoholfreien Wein. Also jetzt haben wir vorher über die Investition oder Geldanlage in Wein diskutiert. Jetzt gibt es dort einen Markt, der sich so langsam aufbaut. Hast du das Gefühl, das hat Implikationen auf das Investitionsgut Wein oder traditionelle Wein? Verändert sich der Wert dort oder hat das überhaupt keinen Zusammenhang? Ja gut, jetzt die berühmten Weine, die sind natürlich in erster Linie so teuer geworden, weil eben Sammler und Spekulanten sich darauf gestürzt haben. Oder? Und das Publikum ist eben immer grösser geworden. In den 60er Jahren in Europa sind die Bordeaux und Burgunder verkauft worden. Und dann in den 70er Jahren ist dann irgendwann die USA dazugekommen. Und dann ist Übersee dazugekommen, respektive Fernost, Russland auch. Und mittlerweile interessiert sich die ganze Welt für die speziellen Weine. Ja. Und Produktion kann man nicht wie bei einem Auto rauffahren. Entsprechend sind die Preise gestiegen. Oder? Teilweise völlig ins Irrwitzige. Oder? Und da glaubst du, dass mit dem Alkoholfreien, das wird das nicht tangieren? Ich glaube nicht, das ist etwas völlig anderes. Ja. Ja. Das ist auch nicht jetzt ein Konsummarkt, sondern eben, das ist mehr dann Sammler und Investoren. Ja. Ja. Wir sind da heute in deinem Weinkeller, wenn man das so sagen darf, im Schloss Freudenthal, weil du bist nicht nur Unternehmer und Weinkenner, sondern auch Schlossbesitzer. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss von diesem Gespräch vielleicht ein bisschen das Thema ändern. Und zwar möchte ich auch noch auf dich als Person eingehen. Du bist, wir wissen, seit Jahrzehnten jetzt als Unternehmer und Weinkenner unterwegs. Gibt es da noch andere Sachen, die bei dir das Herz höher schlagen lassen? Und vor allem, was passiert in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren beim Philipp Schwander? Ja, ein bisschen einen Ausgleich braucht man natürlich. Wein ist ja faszinierend, aber wenn man nur mit Wein zu tun hat, das wird dann sehr einseitig. Und ich auch, meine Freunde in der Regel, die sind alle nicht im Wein-Business, die machen etwas völlig anderes. Ist das so? Ja, weil es wäre dann schon Gefahr, weißt, dass man dann komplett einseitig wird. Und ich habe auch gewisse Hobbys, ich sammle Druckgrafik, Radierungen und Kupferstich. Das ist ein bisschen exzentrisch, das ist etwas, was heute eigentlich niemand interessiert, aber es ist sehr faszinierend. Oder eben renovieren Barockschlössli, oder? Also ein wunderschönes Schloss. Ich habe ja das Vergnügen, ich habe alles gesehen. Also wirklich sehr schön da. Das macht mir natürlich extrem Spass. Ja. Und zum Glück läuft meine Weinhandlung gut, dass ich mir so Sachen kann erlauben kann. Ja. Noch als allerletzte Frage, weil du vorher gerade angesprochen hast, dass dein Freundeskreis jetzt nicht zwingend aus dem Wein kommt. Trauen sich deine Freunde, dir noch Wein mitzubringen, wenn sie zum Beispiel zum Nacht eingeladen sind? Oder halten sie sich da eher zurück? Nein, also das ist auch, also Wein ist dann, wenn ich Freunde treffe, ist der Freund wichtig und nicht der Wein, oder? Und klar, wenn jetzt einer einen seltenen Wein mitbringen will, das interessiert mich immer zum Probieren, das ist toll, aber das ist überhaupt nicht irgendwelche Bedingung, oder? Ich kann auch ein Bier trinken mit einem guten Freund, oder? Das ist doch sehr gut. Ich freue mich sehr, aber ein Glas Wein mit dir nachher zu trinken. Wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Philipp. Du bist sehr eine spannende Person. Merci vielmals, bist du da gewesen. Danke dir.